Ja, Kanalinfo deswegen, weil ja, ich werde wahrscheinlich wohl jetzt ein bisschen mehr Zeit mit dem Delta verbringen. Also da muss noch einiges getan werden. Herzlich willkommen in der, ja, eigentlich RC-Werkstatt, aber heute sind wir nicht in der RC-Werkstatt, heute sind wir in der Kfz-Werkstatt. Das hat folgenden Grund: Ich habe meinen Lancia Delta rausgeholt. Er ist jetzt 30 Jahre alt geworden. Und ja, ein bisschen Vorbereitung für die H-Kennzeichen. Ja, ich muss hier ein bisschen was dran machen. Wie gesagt, 30 Jahre, da bleibt das leider nicht aus. Auch einmal die Inspektion und so. Ja, der hat jetzt, das letzte Mal hat der 2014 die Straße gesehen und seitdem steht er eigentlich. Und deswegen auch mal die Öle wechseln und all dieses. Ja, und ich wollte euch noch ein bisschen so auf den Laufenden halten, was so auf dem Kanal los ist. Dazu kommen wir aber später. Ich zeige euch erst mal jetzt ein bisschen den Delta. Ja, das Besondere an dem Motor ist, dass ich den Motor ja schon in meiner Lehre zusammengebaut habe. Das war mal ein Geschenk gewesen von meinem Chef damals, wo ich die Lehre gemacht habe, vom Frank. An dieser Stelle schöne Grüße und vielen Dank nochmal. Ja, er hat mir den Motor geschenkt und ich habe ihn so Stück für Stück damals zusammengebaut mit neuen Teilen. Also ich meine, ja, es waren 1200 Mark an Teilen, die ich da reingesteckt habe. Also Pleulager, Hauptlager, Schaftdichtungen, Kolbenringe, verstärkte Kopfdichtung mit den verstärkten Schrauben da drin. Also alles da reingesteckt, was nur geht. Die Basis war super und ja, seitdem läuft er halt in diesem Wagen. Da der Wagen, wo ich den gekauft habe, ja, das müsste so 2004 rum gewesen sein. Da waren hier halt ein paar Dichtungen undicht gewesen, also Ventildeckeldichtung, Ölwanddichtung. Und ich habe mir gedacht, nutzt du die Gelegenheit und ja, packst du mal den Motor hier rein, da ich ja auch nicht wusste, ob der Motor läuft, ob ich alles richtig zusammengebaut habe. Und ja, siehe da, es funktioniert. Er läuft mittlerweile seit 20.000. So, nochmal die Front hier mit meinem folierten Kühlergrill. Ich fand das ganz schick in weiß. Ich habe auch schon die weißen Blinker da drin. Standard ist ja das Gelb, aber es gab die auch halt in diesem Weiß. Und zu dem weißen Auto hat das super gepasst. V-Wischerarme, die sind aus dem Evo 3, aus dem Sedici-Modell. Ich finde, die machen ein bisschen was mehr her. Ja, wir sind im Innenraum und es ist sehr übersichtlich. Check Control mit den ganzen Anzeigen. Ja, wenn die Türen aufstehen, wenn die Birnchen kaputt sind, all das zeigt er an. Unter anderem haben wir hier Öltemperatur, Öldruck. Also ja, Drehzahl ist klar. Temperatur, Kraftstoff, Ladedruck, Batterieanzeige. Ja. Ja, im Innenraum muss ich zum Glück nicht wirklich viel was machen. Ich habe hier auf den Sitz, wo ich sitze, da leider einen Brandfleck. Den Sitz werde ich wahrscheinlich wohl noch wechseln müssen. Aber bei der Ausstattung ist das eigentlich kein Problem. Die grünen Sitze dürften nicht das Thema sein. Radio, ja, werde ich wahrscheinlich wohl weglassen. Hier kommt eventuell noch ein Fach rein, wo man vielleicht das Handy reintun kann oder sowas. Also Radio, ja, kommt weg. Ein neues Radio kann ich hier nicht einbauen, sonst klappt das mit den H-Kennzeichen nicht. Das muss schon zeitgemäß sein. Und ja, ob ich mir jetzt so ein altes Radio da rein tue oder da ein Fach drin habe, eigentlich reicht mir der Sound vom Auto. Ja, das Pop-Off, das ist voll aufgedreht. Ja, im Innenraum, wie gesagt, nicht viel zu tun, außer die Sitzbänke wieder raus. Die sind aus einem anderen Modell, die hatte ich hier kurzzeitig reingemacht. Wie man in der Farbe sieht, normal hat er die dunkelgrüne Ausstattung drin. Die sind aus einem normalen Integrale gewesen. Das ist ja alles baugleich. Ich hatte hier halt einen Verstärker drin gehabt.
mit einer Plexiglasplatte, wo man das dann halt sieht. Und hier mussten halt ein paar Streben, da waren noch so Verstrebungen, die mussten weichen für den Verstärker, damit ich den da untergekriegt habe. Fand ich damals cool. Ja, heute kommt der raus. Das muss jetzt wieder umgebaut werden, da kommen die Sitze wieder rein. Genau wie die Hutablage, da habe ich die Originale, die ist auch ohne Löcher. Sehr sauberen Zustand und die kommt da wieder rein. Ja, wie gesagt, mit der Musik, ja, ich denke, der Motorsound wird mir da komplett reichen. Ja, und da ist schon ja, das größte Problem, was das Auto hat. Die Dachkante ist am Rosten. Gut, 30 Jahre, so viel Rost. Also da habe ich schon weitaus Schlimmere gesehen mit weniger Jahren auf dem Buckel. Das ist Standard bei den Autos, also das ist eine Schwachstelle. Da rosten die eigentlich immer. Auf ja, früh oder spät kommt da auf jeden Fall mal der Rost. Hier schon mal die Stoßstange runtergenommen, denn ich habe hier drunter habe ich auch schon Flugrost. Das muss alles noch beseitigt werden. Gut, die Arbeiten werde ich wahrscheinlich wohl selber machen. Das Ausbessern und das Lackieren. Hier unten fällt das ja nicht wirklich auf. Aber da oben, ja, da muss er zum Lackierer. Das ja, ist nicht mein Fachgebiet. Also Lackieren, gut, kann ich so ein bisschen, aber das wird nicht schön. Und der Wagen soll ja schön werden. Von daher geht er zum Lackierer. Mal schauen, der hat hier und da so ein paar kleine Stellen, die man ausbessern müsste. Da muss ich halt noch mal mit den Lackierer sprechen, wie man das am besten handhabt. Im Innenraum habe ich auch schon mal ein bisschen was vorbereitet. Ja, die Heckklappe, die kommt runter. Ja, im Großen und Ganzen steht der noch super da. Für 30 Jahre. Ich habe auch schon die blauen Scheiben hier drin. Die sind auch im CDG verbaut gewesen. Ja, ist keine Serie mit den blauen Scheiben. Da gab es einige Modelle von den 1.6ern, die nachher noch hatten. Das waren die letzten, die da rausgegangen sind. Da haben sie noch wirklich die Teile, die sie da hatten, haben sie noch in die 1.6er reingesteckt. Und von daher passt das auch zum Baujahr so ungefähr bei dem mit den blauen Scheiben. Und optisch finde ich den super mit den blauen Scheiben. Ja, von der Seite aus gibt es hier nicht viel zu tun. Hier und da so ein paar kleine Stellen an den Türen, an den Kanten, die halt nicht ausbleiben. Da muss ein bisschen was ausgebessert werden. Genau wie vorne an den Kotflügel, da ist auch so ein kleine Roststelle. Ja, die muss noch beseitigt werden, aber sonst im Großen und Ganzen steht er super da. Schweller, alles noch tipptopp. Ja, hier hinten muss ich mal schauen. Eventuell muss ich hier das erste Mal an dem Auto schweißen, sonst ist er noch komplett ungeschweißt. Ja, Kanalinfo deswegen, weil ja, ich werde wahrscheinlich wohl jetzt ein bisschen mehr Zeit mit dem Delta verbringen. Also da muss noch einiges getan werden. Zahnriemen habe ich jetzt schon aufgelegt. Ja, Ölwechsel ist noch fällig, aber das sind so Kleinigkeiten. Die gehen eigentlich schnell, aber die Karosseriearbeiten, die ziehen sich halt ein bisschen. Und dann halt zum Lackierer bringen. Wenn ich den beim Lackierer habe, dann habe ich wieder ein bisschen mehr Zeit. Aber die Vorarbeiten werde ich wahrscheinlich wohl selber erledigen. Und von daher wird das alles ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Und deswegen denke ich, wird es jetzt erstmal ein bisschen weniger mit den Videos. Und wenn das Projekt dann fertig ist, denke ich, wird es wie gewohnt weiterlaufen in der RC-Werkstatt. Ja, das wollte ich euch halt mal ein bisschen mitteilen, damit ihr auf den Stand der Dinge seid. Klar ist das jetzt keine Verpflichtung, aber ich fühle mich immer verpflichtet bei den Abonnenten, die haben auch eine Erwartung. Wenn man so einen Kanal abonniert, dann ja, finde ich das selbstverständlich, dass der Kanalbesitzer da die Info rausgibt, was da so los ist. Und von daher fühle ich mich halt verpflichtet und deswegen dieses Video. Ja, wie gesagt, ein bisschen ruhiger, da ich die Zeit hierfür erstmal nutzen muss und dann geht es wie gewohnt weiter.
Ja, ich hoffe, es war informativ und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen uns dann mit dem nächsten Video wieder. Bis demnächst in der RC-Werkstatt.